Hallo liebe Geschichtenfreunde, ich bin die Caro und ich lese euch heute die etwas andere Weihnachtsgeschichte vor. Viel Spaß beim Zuhören. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was der Nikolaus die restlichen 364 Tage des Jahres macht? Schließlich hat er ja nur am 6. Dezember, also am Nikolaustag, so richtig viel zu tun. Sicher, er muss auch einiges vorbereiten und seine Stiefel putzen und den Bart stutzen und seinen Mantel waschen. Den Sack muss er befüllen und ein paar Päckchen schnüren. Aber sonst? Ich weiß zufällig, was er macht und sogar, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Aber das bleibt unser Geheimnis. Der Nikolaus lebt hier in Deutschland, in einer kleinen Stadt, deren Namen nicht weiter von Interesse ist. Sein zweiter Name ist Klaus Nickel, also recht ähnlich sogar, und er arbeitet bei einem Paketdienst, da er das Verpacken und Versenden von Sachen so sehr liebt, dass er dieser Arbeit auch das restliche Jahr über nachgehen möchte. Klaus Nickel ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Mann, dem man bis auf seinen weißen Rauschebart auch nicht ansieht, dass er irgendwas mit dem Nikolaus zu tun haben könnte. Sicher, er trägt gern grün-rot karierte Hemden und an Sonntagen auch mal eine goldene Fliege dazu. Seine Nachbarin Frau Schmitz gedenkt aber eher, dass er einen Karnevalfimmel hat und sich deshalb so bunt kleidet. Klaus Nickels Tarnung war also perfekt. Seine Kollegen beim Paketdienst schätzten ihn alle sehr. Er verpackte die Dinge mit größter Sorgfalt und Liebe und klebte auch die Versandetiketten immer exakt an die richtige Stelle. Klaus Nickel machte es auch nichts aus, Überstunden zu machen, wenn im Laden viel los war oder wenn er auch Kollegen mit Kindern vertreten sollte, da diese vielleicht krank waren oder der Kindergarten ausfiel. Er wusste auch die Geburtstage all dieser Kinder und erinnerte so manchen Kollegen daran, rechtzeitig ein Geschenk zu kaufen. Sein Chef, Herr Paschulke, sagte immer gerne, ja, unser Klaus hat ein großes Herz. Und besonders, wenn es um unsere Kleinsten ging. Wir alle wissen ja, warum das so war. So war es nicht verwunderlich, dass Klaus Nickel besonders berührt war, als die kleine Ida eine Woche vor Weihnachten mit vor lauter Weinen und ganz nassen und roten Backen beim Paketdienst auftauchte. Klaus war gerade dabei, ein besonders kniffliges Verpackungsproblem zu lösen, bei dem ein Kollege ihn um Hilfe gebeten hatte. Es hatte irgendwas mit Plüschhunden zu tun, die bellen und in die Luft hüpfen und dabei unentwegt mit dem Schwanz wackeln. Klaus Nickel war im Begriff, bei allen die Batterie zu entfernen, um sie so zum Schweigen zu bringen. Herr Paschulke klopfte ihm anerkennend auf die Schulter und kündigte an, dass er ein weiteres Mal zum Mitarbeiter des Monats gekrönt werden würde. Als Klaus jedoch das laute Kinderschluchzen vernahm, das vom Kundentresen aus zu hören war, ließ er seine Aufgabe sofort links liegen und eilte hinüber. Eine der jüngeren Kolleginnen versuchte verzweifelt, das kleine Mädchen mit den langen roten Zöpfen und der runden Brille zu trösten. »Was ist denn passiert, meine Kleine?« fragte Klaus sanft und hielt dem Kind ein rot kariertes Taschentuch in. Er hatte immer saubere und akkurat gebügelte Taschentücher in der Brusttasche seines Hemds. »Mein Papa, heulte die Kleine laut und wischte sich die Nase zum Erstaunen aller am Ärmel ihres Anoraks ab. »Wo ist dein Papa? Hast du dich verlaufen und suchst ihn?« fragte nun auch die junge Kollegin mit weit aufgerissenen Augen. Ida schluckte, atmete tief durch und putzte sich zunächst die Brille mit Klaus' Taschentuch, da sie fast nicht mehr hindurchschauen konnte. Dann erklärte sie ausführlich und sehr konzentriert,
dass ihr Vater ein Klimaforscher sei und normalerweise in einem Camp am Nordpol stationiert war. Zu Weihnachten wollte er zusammen mit anderen Wissenschaftlern auf einem großen Forschungsschiff nach Hause fahren. Aber das Schiff steckte nun seit einiger Zeit im dichten Eis der Arktis fest und niemand wusste, wann die Reise weitergehen konnte. Alle Mitarbeiter im Laden hatten ihre Pakete niedergelegt und sich um den Tresen versammelt, um Idas Geschichte zu lauschen. Sogar die letzten batteriebetriebenen Plüschhunde hörten zu bellen auf, und alle warteten gebannt, wie es weiterging. Meine Mama ist so traurig deswegen. Seit Tagen liegt sie nur im Bett und weint, und bald ist doch Weihnachten, und weiter kam Ida nicht. Dicke Tränen kullerten wieder über ihre Wangen, und auch Herr Paschulke musste sich sehr laut die Nase schneuzen. Klaus strich Ida liebevoll über den Kopf und fragte schließlich: Was können wir denn für dich und deine Mama tun? Du bist doch heute nicht ohne Grund zu uns gekommen. Seine Stimme klang dabei so warmherzig, dass das Mädchen sofort hoffnungsvoll aufblickte. Ja, ich habe hier ein Medaillon, das mein Papa sonst immer bei sich trägt. Aber er hat es nicht mitgenommen, weil er Angst hatte, es irgendwo im Schnee zu verlieren. Ida reichte Klaus Nickel die silberne Kette mit Anhänger andächtig. Und als er ihn aufklappte, war darin ein Foto von einem jungen, fröhlichen Paar mit ihrem Baby im Arm zu sehen. Das sind Mama, Papa und ich, erklärte Ida. Da war ich 1 Jahr alt. Klaus strich sich nachdenklich den Bart glatt und lächelte schließlich das Mädchen verspitzt an. Und jetzt bist du zu uns gekommen, damit wir das Medaillon deinem Papa an den Nordpol schicken und er sich an Heiligabend euer Foto anschauen kann und sich nicht so einsam fühlt, nicht wahr? Woher weißt du das? Staunte Ida mit offenem Mund. Na, du bist hier schließlich bei einem Paketdienst und es ist kurz vor Weihnachten. Da ist dein Wunsch schon ziemlich offensichtlich, lachte Klaus. Ida strahlte wie ein Honigkuchenpferd, und gerade als Herr Paschulke schon tief Luft holen wollte, um dem Mädchen zu erklären, dass ihr Wunsch unmöglich in Erfüllung gehen würde, sprach Klaus Nickel entschlossen: Du kannst dich auf uns verlassen, und reichte Ida feierlich die Hand. Sein Chef wischte sich den Schweiß von der Stirn und leerte ein großes Glas Wasser in einem Zug. Als Ida den Paketdienstladen fröhlich hüpfend verlassen hatte und Klaus einige Dinge in sein Notizheft geschrieben hatte, rief Herr Paschulke mit hochrotem Kopf: Nickel, was haben Sie sich dabei nur gedacht? Es ist kurz vor Weihnachten und der Nordpol ist ja schließlich nicht gerade um die Ecke und überlassen Sie das alles mir, Chef. Ich habe Kontakte, unterbrach ihn Klaus Nickel in gewohnt ruhigem Ton. Dann nahm er sich den restlichen Nachmittag frei, was zuvor noch nie vorgekommen war. Herr Paschulke blickte ihm verdutzt durch die Scheibe des Schaufensters hinterher und schüttelte entgeistert den Kopf. Er hatte schließlich keine Ahnung, dass sein Mitarbeiter niemand anders als der Nikolaus persönlich war. Und ihr fragt euch nun sicher, wie Klaus es schaffen würde, das Medaillon Idas Papa noch rechtzeitig zum Nordpol zu liefern, oder? Als er zu Hause angekommen war, kramte er sofort den Weltatlas heraus und schlug die Seite mit der Arktis auf. In den Nachrichten hatte er längst gehört, dass das Forschungsschiff in der Nähe von Grönland feststeckte. Lächelnd strich er sich wieder über den weißen Bart. Er würde seinen guten alten Freund Julemant anrufen, der Nikolaus von Grönland war.
Sie hatten viele Abenteuer miteinander erlebt und er konnte sich immer auf Julemand verlassen, egal wie sehr dieser momentan beschäftigt sein mochte. Julemand saß gerade am Fenster seines kleinen Hauses, von dem er einen wunderbaren Ausblick auf das Eis der Grönlandsee hatte. Er schlürfte soeben genüsslich seinen Morgenkaffee, der in Grönland auch Kaffeemik genannt wird. Denn dort war gerade Vormittag. Als das Telefon klingelte und Klaus Nickel nach einem kurzen, aber herzlichen Hallo von Idas Geschichte erzählte, nickte Julemand nur ein paar Mal und brummte anschließend: »Ich weiß, was zu tun ist«, in den roten Hörer seines Apparats. Dann legte er auf. Er war kein Mann großer Worte, aber sicher ein Mann großer Taten, und die Geschichte der kleinen Ida war ihm genauso zu Herzen gegangen wie Klaus zuvor. Nach circa 20 Minuten hörte man vor dem Haus helle Glocken schellen, und Julemanns Hündin Aliko bellte aufgeregt. Dann herrschte Stille. Der Schlitten mit den 10 Rentieren war abgefahren. Oder besser abgeflogen. Was glaubt ihr, wie sehr sich Klaus Nickel freute, als die kleine Ida am heiligen Abend freudestrahlend vor seiner Haustür auftauchte, ein großes, wunderbar verpacktes Geschenk in den Händen. »Hallo, Herr Nickel, ich wollte mich persönlich bei dir bedanken und dich zum Weihnachtsessen zu uns nach Hause einladen.« Und dann sagte sie ehrfurchtsvoll, als wäre es alles nur ein Traum gewesen: »Sieh mal, das ist mein Papa.« Klaus Nickel und der freundliche Mann gaben sich die Hand und lächelten dabei schweigend. Und dann sagte Klaus, ohne darüber nachdenken zu müssen: »Ich nehme deine Einladung mit dem größten Vergnügen an.« So, ihr Lieben, wenn euch meine Geschichte gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert doch einfach meinen Kanal und am besten klickt ihr gleich unten rechts auf diese kleine Glocke, dann bekommt ihr immer sofort als Erste Bescheid, wenn ich wieder eine neue Geschichte mit euch teilen möchte. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und wenn ihr wollt, erzählt ihr es euren Freunden und beim nächsten Mal hört ihr dann alle zusammen zu. Ich melde mich bald wieder bei euch. Jetzt wünsche ich euch aber allen erstmal ein ganz tolles Weihnachtsfest mit eurer Familie, viele Geschenke und bleibt verträumt und voll Fantasie. Eure Caro.